Heute geht es ums Tankentrosten bei der XJ 550. Funktioniert natürlich auch bei jedem anderen Motorrad mit einem Blechtank. Wir werden dafür Zitronensäure verwenden und diese dann nach dem ganzen Vorgang mit Natron wieder neutralisieren. Bleibt dran! Hallo und willkommen bei Motorkrank. Wie gesagt, heute werden wir den Tank entrosten von der XJ 550. Das ist so ein, ja, sagen wir mal, Scheunenfund, der schon seit über 20 Jahren nicht mehr gefahren ist. Und der Tank ist komplett verrostet gewesen. Den habe ich jetzt erstmal mit Zitronensäure eingelegt. Wir gucken uns gleich an, wie der Tank aussieht. Seid ihr neu auf dem Kanal, dann abonniert ihn euch doch gleich. Ansonsten gebt mir Kommentare unten in die Sektion und über ein Like würde ich mich auch sehr freuen. Ja, zum Entrosten des Tanks mit Zitronensäure habe ich mir einmal 5 Kilo Zitronensäure gekauft. Das kam dann, ja, weil es wahrscheinlich gerade nicht anders lieferbar war, in einem Eimer mit 4 Kilo und hier ist nochmal 1 Kilo drin. Wie viel Zitronensäure ihr braucht für euren Tank, das hängt einfach davon ab, wie viel Volumen euer Tank hat. Ich verlinke euch eine schöne Anleitung zum Entrosten eures Tanks auch nochmal unten in der Beschreibung. Da hat der Simson-Bastler was Schönes zusammengeschrieben, inklusive natürlich auch einer schönen Tabelle. Das ist eine Excel-Tabelle, in der könnt ihr dann auch berechnen, indem ihr das Tankvolumen angebt und den abgezielten pH-Wert eurer Säure, wie viel Gramm von dieser Zitronensäure ihr dann braucht, um das zu bekommen. pH-Wert ist das Stichwort, ihr solltet so zwischen 3 und 4 liegen, ist seine Empfehlung. Das habe ich auch ungefähr erreicht. Ich habe mir nämlich dann ein Messgerät gekauft, um das für euch auch einfach dann mal zu zeigen. Der ganze Vorgang ist eigentlich recht simpel, wenn es auch aufwendig ist. Als allererstes solltet ihr den Tank entleeren, völlig entleeren von Benzin und einmal auslüften lassen. Wenn er dann ausgelüftet ist und ihr wirklich nur noch mehr Rost drin habt, dann könnt ihr ihn auch ausspülen mit Wasser und den groben Rost, der dann überall drin rumfliegt, schon mal rausnehmen. Wenn er dann ausgespült ist, könnt ihr die Füllstandssensoren und auch den Tensinhahn runternehmen und diese Löcher dann blocken, also irgendwie wieder zumachen. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil als ich sie ausgebaut habe, da waren die auch komplett verrostet, verschmockt. Und ja, im schlimmsten Fall kaufe ich mir eben einen neuen Benzinhahn. Ich habe den jetzt wieder reingebaut. Genauso habe ich auch oben den Deckel wieder drauf gelassen und eben nicht weggenommen. Dann habe ich einmal diesen ganzen Tank komplett befüllt mit ziemlich heißem Wasser. Das heißt mindestens 60 Grad. Danach kommt die entsprechende Menge von der Zitronensäure rein. Das ist meistens einfach ein schönes kristallines Pulver. Und dann wartet ihr so ungefähr 2 bis 3 Tage. Ich habe meinen Tank jetzt 3,5 Tage stehen, weil halt einfach das Natron, das ich gebraucht habe zum Neutralisieren, heute erst gekommen ist mit der Post. So, das ist der Tank. Wie gesagt, der hat jetzt 3,5 Tage hier gestanden. Reingekommen in den Tank, wie gesagt, ist heißes Wasser und dann die Zitronensäure. Davon ungefähr 3/4 von diesen Kilogramm, also 750 Gramm. Und dann habe ich nachgemessen. Das werde ich jetzt auch direkt wieder tun. Und zwar mit diesem pH-Wert-Messgerät. Das ist schon kalibriert. Und dann schauen wir mal. Es wird wahrscheinlich sehr dreckig rauskommen, weil da noch sehr viel Öl bzw. ölige Bestandteile von dem alten Sprit oben drauf schwimmen. Und jetzt gucke ich mal. pH-Wert 3 ist schon sehr, sehr sauer. Hätte ich deutlich weniger dosieren können. Also war gar nicht nötig, so viel zu nehmen. Jetzt gucken wir mal hier oben rein, wie es da aussieht. Okay, das sieht schon sehr, sehr viel besser aus. Hier oben ist letzten Endes nur noch so ein bisschen was von diesem öligen Rückstand dran. Ansonsten glänzt das hier oben in diesem Bereich schon sehr gut. Ich blende einfach mal ein, wie es vorher ausgesehen hat. Dann sieht man da auch schon mal den Unterschied. So, dann kommt jetzt erstmal das Natron rein in unseren Tank und dann werde ich gleich nochmal messen, was es bewirkt hat, wie sich der pH-Wert geändert hat. Hier vorsichtig agieren, damit nichts auf den Lack kommt. Es wird wahrscheinlich auch eine Reaktion geben und etwas schäumen, deswegen einfach vorsichtig sein, Tücher noch dazulegen, falls das hier gleich überschäumen wird. Ansonsten hilft dann gegen das Schäumen natürlich auch umrühren. Schäumt schon ganz gut. Verteilt sich aber schön im Tank.
Ja, die ganze Sache ist schön in die Hose gegangen. Ich sage noch so schön, auf jeden Fall aufpassen, umrühren, ganz langsam schütten und dann ist es passiert. Und wenn es dann erstmal so richtig in Gang ist, dann gibt es eine riesen Fontänenexplosion. Naja, einen kleinen Vulkan gab es. Und ich habe dann erstmal eine Stunde lang hier die Garage geputzt, den Tank bzw. den Lack gerettet, dass da nichts passiert. Und dann habe ich es aber so gemacht, wie ich es jetzt dann auch empfehlen würde, nämlich das Natron schon mal wirklich in Flüssigkeit aufzulösen. Das schäumt einfach sehr stark, wenn es dann in Flüssigkeit reinkommt und dann kann man das auch vorsichtig in den Tank zur Säure dazugeben. Jetzt kommen wir zu einem Feedback. Euer Feedback war, in Richtung Tracker oder Scrambler würde euch schon ganz gut gefallen. Mir übrigens auch. Und ich habe da ein paar Teile aus dem Keller geholt, die gucken wir uns dann auch gleich an. Denn selbst wenn es so in die Richtung Tracker oder Scrambler geht, sind doch ein paar Entscheidungen zu treffen. Die wichtigsten Entscheidungen, die zu treffen sind, einmal die Reifenwahl, nämlich gute Straßenreifen, die vielleicht ein bisschen ein Retro-Profil haben oder nämlich Reifen, die wirklich ein gutes Retro-Profil haben, Bobber-Reifen sogenannte oder nämlich sogar Scrambler-Reifen, die wirklich schon ins Stollige reingehen. Die zweite große Entscheidung ist der Sitz bzw. die Heckform hier. So, jetzt hatten wir die Reifen, dann haben wir den Sitz. Jetzt kommt es noch an den Vorderbau bzw. hier an den Lenker. Da bin ich auch nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ich habe ein paar Varianten von Lenkern mittlerweile in der letzten Zeit gesammelt gehabt, in den letzten Jahren. Die ich nicht mehr verwende, die ich mal kurz drauf hatte, die liegen auch alle hier im Regal, die zeige ich euch gleich. So, jetzt kommen wir aber zum Tank, an dem habe ich wie gesagt schon mal ein bisschen weitergemacht. Ich habe dann leider gesehen, im Tank selbst war nicht nur Rost, sondern es war halt vor allem dieser 20 Jahre alte Sprit drin, der klumpig geworden ist, der wahrscheinlich einfach verdunstet ist und irgendwann wirklich nur noch die öligen Bestandteile da waren. Und diese öligen Bestandteile sind ekelhafte Klumpen, die überall anhaften und diesen Tank innen drin komplett verbappt haben. Das ist jetzt hier einer dieser Klumpen. Ich dachte erst, oh mein Gott, so dicke Rostklumpen, da kann ich den Tank eigentlich komplett wegwerfen. Ich zeige es euch mal im Detail. So, das hier ist einer dieser Klumpen. Man sieht auch, der glänzt hier so relativ schön. Das ist alles getrocknetes bzw. hart gewordenes ölige Bestandteile sind jetzt schon stark abgetrocknet. Das heißt, jetzt werden sie dann doch porös und fallen auseinander. Als ich das aber frisch rausgeholt hatte aus dem Tank, war das alles eher so eine klebrige, zähe Masse. So, und was da alles rausgekommen ist, das habe ich hier mal in dieser Ölwanne gesammelt. Das alles kam aus dem Tank raus. Und das ist nicht nur Rost, wie gesagt, das ist vor allem dieser restliche Sprit, der hier wirklich in teilweise immer noch weichen Klümpchen da rausgekommen ist. Also 20 Jahre alter Sprit ist einfach kein Sprit mehr. Das ist sowas. Ja, und genau dieses Zeug hat dann nach dem Reinigen des Tanks und nach dem Spülen des Tanks dann nochmal mit Wasser immer noch im Tank geklebt. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einfach mal nachgelesen und sowas löst man natürlich am besten mit Lösungsmittel. Benzin gekauft, reingekippt und immer mal wieder geschüttelt. Ich habe gesehen, es hat sich dann angefangen zu lösen, aber da müsste man eigentlich wirklich kratzen, irgendwie mechanisch dran gehen. Ich habe dann Folgendes gemacht und jetzt kommen wir endlich zum Tank. Der Tank steht jetzt hier schon, wie gesagt, ein paar Tage immer mal wieder geschüttelt und ich habe auch gesehen, es hat angefangen sich zu lösen. Da steht übrigens schon unser Vergaser bereit, dass ich endlich anfangen kann, ihn zu reinigen. So, mal reingeguckt in den Tank. Hier oben am Rand leider einen Tag stehen lassen mit etwas Restfeuchtigkeit drin und auch noch ganz clever gewesen, den Deckel zugemacht, damit es hier nicht so sehr stinkt nach diesem Schmodder und direkt schon den Rostansatz wieder dran. Da unten drin sehen wir jetzt wahrscheinlich vermutlich einfach nichts. Ich werde mal versuchen, da mit dem Endoskop reinzugucken für euch. So, jetzt geht es hier rein in den Tank. Und wie wir sehen, sehen wir hier nichts außer die Wasseroberfläche bzw. die Spritoberfläche. Wenn ich jetzt aber den Tank einmal kippe, dann werden wir hoffentlich auf den Grund schauen können. Und hier unten sehen wir schon, da hat sich der Rost gelöst, da ist eine wirklich schöne Oberfläche, da ist im Prinzip das, was sich jetzt gerade noch gelöst hat von diesen teerhaltigen Rückständen, noch etwas drauf. Aber hier unten in dem Bereich sind doch größere
ja, Fetzen noch drauf. Ich gehe noch ein bisschen weiter raus, so, da sehen wir es. Also es hängt hier überall drin, in allen Ritzen, und teilweise hat sie es eben jetzt durch den Sprit schon gelöst. So, und um das jetzt hier rauszulösen, ja, blieb mir nichts anderes übrig als feinen Split, sowas hier, einzufüllen. Ich habe das vorhin probeweise mal gemacht. Unten der ganze Boden war komplett zu mit diesem schwarzen Zeug, mit diesem Teer, wie ich es jetzt mal nenne. Und ich habe nur einmal geschüttelt und da hat sich das gelöst, was ihr jetzt schon gesehen habt. Alles, was jetzt blank war, hat sich nur rein durch den Kies gelöst. Durch den Sprit, der jetzt hier drin ist, ist das halt wirklich eine, ja, eher so eine Honigmasse geworden. Und es braucht eigentlich nur ganz, ganz wenig Kraft, um diese Honigmasse jetzt zu lösen von den Wänden. Ja, das bedeutet für mich, ich mache jetzt hier den Deckel zu und werde so ungefähr 5 Minuten lang schütteln. So, ich habe jetzt 5 Minuten lang geschüttelt und jetzt lasst uns mal zusammen reingucken. So, was wir jetzt hier sehen ist, ja, da unten ist die dreckige Brühe und hier im oberen Bereich ist eigentlich alles schon blank. Da ist so ein leichter Rostansatz bzw. einfach noch Dreck auf der Oberfläche, der noch nicht weggegangen ist, aber der grobe Schmutz ist schon weg und hier, ja, da ist eigentlich nur noch ein Überbleibsel an dieser Stelle, das einfach durch Schütteln jetzt auch noch gelöst werden soll. Vielleicht lasse ich es auch einfach nochmal eine Nacht stehen und schüttel dann nochmal, um hier auch wirklich den letzten Rest rauszukriegen. Das ist natürlich jetzt erstmal nur in dem Bereich, wo ich es euch gut zeigen kann, hier mit der Kamera. Ich gucke auch gleich nochmal in die anderen Ecken rein, wie es denn da so aussieht. Aber im Vergleich zu dem, was wir eben gesehen haben, ist das Ergebnis eigentlich schon ziemlich gut. Ja, das erste ist, dass ich jetzt hier auf jeden Fall den Tank wieder schließe. Hier stinkt es jetzt schon genug nach dem Sprit. Wie gesagt, einmal noch kräftig schütteln werde ich ihn, dann nochmal stehen lassen, dann nochmal schütteln und dann gucke ich da nochmal rein, ob wirklich alles raus ist. Danach wiederhole ich die Behandlung mit der Säure. Nach der Säureneutralisation werde ich dann mit Wasser spülen und den Tank trocknen. Das heißt, mit Druckluft reingehen, mit Föhn, wie auch immer dieser Tank trocken wird, er wird getrocknet und das so schnell wie möglich, bevor sich hier irgendwie wieder oberflächlich Rost bilden kann. Dann wird der Tank, ja, mit, ich schätze mal 100 Milliliter werden reichen, Öl befüllt. Am besten einfach Zweitaktöl oder Motoröl reicht auch völlig aus und geschwenkt, sodass das Öl überall hinkommt. Und ja, das Öl wird letzten Endes dann, wenn der Tank irgendwann befüllt wird mit Benzin, verdünnt, gelöst und der Tank ist bis dorthin dann geschützt. Wenn ihr das Bike dann doch länger stehen lassen müsst oder überwintert einfach nur, dann lohnt es sich auf jeden Fall, einen Benzinstabilisator zu kaufen. Das ist ein, ja, Mittelchen, eine Flüssigkeit, die ihr dem Tank bzw. dem Benzin beimischt und das verhindert einfach, dass das Benzin alt wird, ausflockt, irgendetwas tut, was wir hier gesehen haben. Über den Winter ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Das Gute dabei ist, auch das Restbenzin, was dann bei euch im Vergaser mit drin ist, wird durch diesen Stabilisator daran gehindert, ja, zu verharzen. Und somit wird eure Maschine dann auch im Frühjahr wieder, ja, mit Sicherheit anspringen. Weiterer Pluspunkt von so einem Stabilisator ist der Korrosionsschutz. Nicht nur das Benzin wird daran gehindert, irgendwie teerig zu werden, sondern es wird zusätzlich auch nochmal verwendet, um den Tank davor zu schützen, zu korrodieren. So, hier haben wir das Regal, das ich freigeräumt habe, um einmal alle Teile reinzulegen, die ich im Keller noch hatte. Da oben ruht jetzt einfach der Tank bis morgen und dann wird nochmal geschüttelt und so weiter, habe ich alles schon erklärt. Hier unten habe ich 3 verschiedene Lenkervarianten, die werde ich dann auch mal, ja, zur Probe dran halten. Da könnt ihr entscheiden, welchen ich nehmen soll. Hier unten ist eine Sitzbank versteckt und hier oben sind nochmal, ja, die Federbeine bzw. die Dämpfer von meiner anderen XJ 550. Da hoffe ich dann doch über eine Politur nochmal ein bisschen was rausholen zu können. Wenn nicht, kommen die Federn runter und werden einfach schön schwarz gemacht. So, wie ihr seht, sind dann hier auch schon der Ölfilter und, ja, Benzinhahn Reparaturset. Das sind, ja, diese Gummistopfen, die vorne nochmal drauf kommen, diese Gummibälge, die wir dann hier auf die Gabel setzen, genau in diesem Bereich. Ich werde aber trotzdem versuchen, hier diese kleinen Rostansätze nochmal wegzupolieren
und dann wird es auch kein Problem geben mit dem Gabelsimmering. So, weiter geht's hier. Hier habe ich einmal ein etwas moderneres Set an Spiegeln. Die Originalspiegel, kann ich eigentlich auch gleich dazulegen. Das sind diese hier und das sind auch wirklich Original Yamaha Spiegel. Da oben ist nämlich auch schön das Markenlogo aufgedruckt. Das sind die Originalspiegel und das wären ein bisschen modernere, die ich noch im Keller hatte. Hier hinten der Frame Loop, den ich beim letzten Umbau dann einfach auch nicht gemacht habe. Da gab es einfach die ganze Diskussion, ist das TÜV-tauglich, vor allem in Hessen, Einzelabnahme hin oder her, ohne Papiere, ohne Freigaben, wird das in Hessen problematisch. Da könnt ihr euch auch gerne einfach mal mein altes Video zum Heckumbau ansehen. Das habe ich dann als letzten Endes so gebaut, dass es TÜV-konform war und dass ich eben nichts am Rahmen verändern musste. Ja, und what's in the box? Da sind eigentlich nur noch ein paar Blinker drin, Lenkerendengewichte, Benzinfilter, schöne Stifte für unsere Reifen, je nachdem, was es für welche werden. Und ja, Reflektoren, Schwimmerkammerdichtung auf jeden Fall, die werden wir auch gleich benötigen. Nehme ich gleich mal mit und dann gehen wir rüber an den Tisch. Ja, wie gesagt, Schwimmerkammerdichtung habe ich schon besorgt. Das ist aber auch für den Vergaser erstmal das Einzige, was ich besorgt habe. Ich hoffe nämlich, dass ich den Vergaser eigentlich nur reinigen muss und dass die Nadelventile noch in Ordnung sind und der Rest ebenfalls. Wenn dem nicht so ist, gucke ich, dass ich die anderen Ersatzteile bestelle. Das Wichtigste habe ich, das sind hier die Dichtungen für die Schwimmerkammern. Und jetzt kann ich endlich anfangen, diesen Vergaser zu zerlegen. Ich bin wirklich gespannt, wie es hier innen drin aussieht, denn hier tut sich absolut nichts. Hier lässt sich überhaupt nichts bewegen. Normalerweise müssten hier diese Gasschieber relativ locker drin sitzen, aber ich kann hier diese Schieber überhaupt nicht bewegen. Vor ein paar Tagen hatte ich ja den Vergaser auch von außen einmal komplett gereinigt. Dabei bin ich dann auch nochmal hier auf die Drosselklappen draufgegangen mit Vergaserreiniger, genauso auch wie vorne auf die Gasschieber. Und hier bei den Drosselklappen habe ich es jetzt noch gar nicht ausprobiert, aber die sitzen auch immer noch komplett fest. So, die Schwimmerkammern sind jetzt alle runter. Die Schwimmer hängen komplett fest. Das heißt, die Nadelventile hängen hier in der Führung auch fest, sind komplett verharzt. Hier unten drin überall noch dieser schöne, dickflüssige, honigartige alte Sprit. Ja, hier die Hauptdüsen sind auch komplett zu. Da ist letzten Endes alles einmal komplett zu zerlegen und zu reinigen. Ich habe jetzt leider kein Ultraschallbad, das wird eigentlich immer empfohlen. Ich versuche das jetzt zunächst erstmal alles mit Vergaserreiniger zu lösen, vielleicht auch einzulegen entsprechend nochmal in Benzin, so wie ich es auch beim Tank gemacht habe, dass sich das löst. Und dann gucke ich mal weiter, ob ich mir vielleicht doch ein Ultraschallgerät ausleihe oder sogar noch eins besorge, dass ich hier ja dann doch den letzten Rest überall rausbekomme. Also weiter zerlegen. So, kurzer Zwischenstand. Die Schwimmer bewegen sich nicht. Da sind hier letzten Endes alle Wellen etwas fest. Ich habe es eingesprüht, werde es über Nacht auch nochmal einweichen lassen, damit ich dann hier die Wellen rausnehmen kann, um die Schwimmer zu entfernen und dann an die Nadelventile zu kommen. Die Nadelventile für sich sind auch letzten Endes komplett fest, aber ich hoffe, dass ich hier zumindest dann den Sitz der Nadelventile rausschrauben kann, sobald die Schwimmer sich gelöst haben. Da ist nämlich dann hier jeweils unten drunter nochmal eine Schraube, die den Nadelventilsitz dann hält. So sieht es zumindest aus. Auf der anderen Seite,
Ja, da habe ich eine feste Schraube. Ich glaube, die Schrauben sind halt einfach immer weich. So rum ist es besser. Die Schrauben sind halt wirklich sehr weich und bevor ich sie jetzt irgendwie rund mache, habe ich sie nochmal eingesprüht. Das ist auch die Schraube, die am meisten verrostet ist. Die anderen waren auch schwierig zu lösen, waren dann mit Kriechöl doch etwas besser zu lösen. Die lasse ich jetzt einfach nochmal drauf, weil ich muss alles andere auch nochmal über Nacht einweichen. Hier konnte ich jetzt zumindest mal die Kolben und die Membranen lösen. Das heißt, Membranen habe ich hier oben angelöst und dann hier unten den Vergaserreiniger bzw. den Drosselklappenreiniger reingespritzt. Jetzt kann ich hier zumindest relativ einfach die Kolben bewegen. Der ist ein bisschen fester und das Problem ist, die Kolben kommen nicht raus. Die kommen wahrscheinlich deswegen nicht raus, weil, und jetzt drehe ich es wieder, hier auf der Unterseite habe ich die Hauptdüsen entfernt, die waren komplett zu und die Düsennadel, die hier drin steckt, die ist wahrscheinlich einfach verklemmt und mit diesem Teer voll und zieht sich dann nicht raus. Also ich brauche sehr wahrscheinlich doch irgendwie ein Ultraschallgerät, wo ich die einzelnen Vergaser reinlegen kann. Ja, das mit dem Vergaser ist dann doch eine langwierigere Sache. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich jetzt ein Ultraschallbad irgendwo herbekomme oder mir noch eins besorge oder ob ich es mit den alten Hausmitteln hinkriege, also mit Benzin, mit Reiniger, letzten Endes diesen Vergaser wieder so hinzukriegen, dass er funktioniert und auch gut abstimmbar ist. Ist natürlich eine Extremsituation, so ein Vergaser, so verdreckt, so verharzt. Ich glaube, das haben wenige. Klar haben auch wenige, sind so doof, sich ein Motorrad zu kaufen, das seit 20 Jahren rumstand und ja, nicht läuft. Es ist immer noch nicht bewiesen, dass dieses Ding läuft. Ich glaube fest dran. Die Kompression habe ich jetzt noch nicht gemessen, könnte ich sogar eigentlich mal machen. Wird dann aber auf jeden Fall ins nächste Video kommen. Welches Reifenfabrikat würdet ihr mir empfehlen? Schreibt es bitte mal runter in die Kommentare. Ich habe mir selbst jetzt nur für diese Maschine, da es einfach mit einer Freigabe nicht so sehr viel gibt, mal die Firma Heidenau rausgeguckt. Da gibt es den K34, das ist eher so ein Bobber-Style, hat ein sehr schönes Oldschool-Profil, mehr für die Straße, fährt sich sicherlich nicht so super wie jetzt ein neuer Pilot von Michelin oder ein BT45, aber sieht sehr cool aus, ist eher ein Straßenreifen, eventuell noch in Richtung Tracker. Ich habe mir dann noch zusätzlich rausgesucht den K67, der sieht mal richtig gut aus, ist ein Stollenreifen von Heidenau, fährt sich bestimmt auch sehr bescheiden, aber hier geht es ja jetzt erstmal nur um die Optik. Ich glaube, wenn ich Bock habe, mal ein bisschen Kurven zu flitzen, dann nehme ich den Coffee Racer, da ist ein Pilot Sport drauf von Michelin, die werden auf jeden Fall etwas besser performen. Hier bei dem Bike geht es eher darum, eher um die Show und eher um den Stil einfach zu haben und dieses klassische, coole Aussehen von Oldschool-Profil oder sogar Stollenprofil wie beim Scrambler. Also habt ihr Ideen, runter in die Kommentare. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, so wie ich mir auch die Kommentare vom letzten Mal auf jeden Fall angeguckt habe. Vielen Dank nochmal dafür und ich würde sagen, wir sehen uns bald motorkrank.